Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Da ich auch mal wieder mein eigenes Gelände bauen will und das zuletzt vor gut 10 Jahren gemacht habe, nehme ich euch in diesem und in zukünftigen Videos einfach mal mit auf meine Reise. In diesem Video heute geht es erstmal um die Basis für Geländestücke. Die Bases. Aus Holzresten. Vor kurzem waren wir im Baumarkt und haben da mal die Hobbybrille aufgesetzt und wild drauf losgeshoppt. Was wir da alles gekauft haben, findet ihr in einem anderen Video. Ein Highlight waren auf jeden Fall die Schnittreste. Dort konnte ich mich günstig mit einigen Holzresten eindecken. Die werden schon für das ein oder andere Base reichen. Ja, und dann hatte ich noch die Idee, eine Handsäge zu kaufen, um vielleicht bei 40 Grad Holz zu sägen. Mehr dazu später. Aber warum diesmal überhaupt Holz? Für diese alten Krater hier, so vor rund 10 Jahren gebaut, habe ich als Base alte CDs genommen. Der Rest sind einfach Styroporreste aufgeklebt und dann mit Servietten und Bastelleim verkleidet und angemalt. Aber alte CDs sind mittlerweile eben auch Mangelware und aufgrund der Form nicht für alle Bases geeignet. Hier dann ein weiteres Geländestück, einfach so eine Stein-Fels-Formation. Ja, Styropor mit Servietten und Bastelleim, da bestimmt normale Pappe verwendet. So hat man es ja ganz früher auch gemacht, einfach Pappe drunter und Gutes. Pappe ist schon toll, hat aber auch ein gewisses Problem mit Feuchtigkeit, Leimfarbe etc. Das verzieht sich dann mal. Ist hier jetzt nicht mega schlimm, aber so ganz eben liegt das Base nicht auf dem Tisch auf. Also, deswegen diesmal Holz mit 3 mm Dicke. Das ist stabiler und verbiegt sich nicht ganz so schnell. Und mit 3 mm ist es auch nicht zu dick. Man kann es noch gut bearbeiten, aber viel wichtiger noch, es steht nicht so vom Tisch ab, von der Spielfläche ab, ist also auch nicht so hoch aufragend. Soll sich ja auch schön integrieren. Ich nehme hier dann Modelle, um eine einigermaßen plausible Größe für Geländebases einzuzeichnen. Einfach grob eingezeichnet, muss nicht mega genau sein, einfach mal ein paar Formen gemacht. Auf jeden Fall sollen das frei kombinierbare Geländestücke sein. Und dann, ja, kam die Handsäge. Es war bei 40 Grad kein Spaß. Und das habe ich dann nach wenigen Zügen auch gelassen. Ja, ich bin jetzt auch nicht sonderlich muskulös und oder sportlich, aber das war es mir dann auch nicht wert. Dann doch noch Strom verbraucht und stattdessen mit der Stichsäge hier quick and dirty gesägt. Quick and dirty, jo, das Ganze macht natürlich auch einiges an Dreck. Die Idee, das schnell einfach in der Hobby-Ecke zu sägen, war im Nachhinein auch nicht die beste Idee meines Lebens. Kann man ja alles wieder aufsaugen, aber Holzstaub ist zwar nicht giftig, aber auch nicht harmlos. Sollte man deswegen auch nicht unterschätzen. Und sowohl beim Sägen, beim Feilen und auch beim Schleifen entsteht Staub. Teilweise sehr, sehr feiner Staub. Der kriecht überall hin. In die Nase, in die Lunge, auch ins Hobbyregal und auf Modelle. Dieser Staub kann dann auch die Atemwege reizen und auf Dauer echt schädlich sein. Am besten daher, macht das im Freien oder in einer gut belüfteten Werkstatt. Lernt aus meinen Fehlern und bei längeren Arbeiten, vor allem bei längeren Schleifarbeiten auch, tragt eine FFP2-Maske. Ich habe dann hier auch erstmal die groben Kanten mit einer Feile bearbeitet. Dieses Feilenset habe ich auch beim Baumarkt-Shopping mitgenommen. Einfach und günstig und perfekt für unsere Zwecke. Damit konnte ich auf alle Fälle relativ schnell und auch Kraft sparen, die Kanten säubern und schon mal glätten. Und bevor jetzt jemand denkt, boah, der hat voll den Plan oder boah, der benutzt die Feilen komplett falsch. Ja, ich bin kein Profi-Handwerker, muss ich aber auch gar nicht sein. Ich hatte selbst oft Hemmungen im Hobby. So typische Gedanken, ich mache das eh nicht gut genug, bei mir wird es gar nicht so schön, andere können das viel besser. Aber ganz ehrlich, das ist absoluter Quatsch. Man muss nicht perfekt sein, weder im Alltag noch im Hobby. Es geht doch darum, Spaß zu haben, kreativ zu sein. Jeder kann sich im Hobby austoben, wie es sich für einen selbst gut anfühlt. Das ist das Wichtigste. Und das muss auch nicht immer jedem gefallen. Und genau das möchte ich auch mit meinem Kanal und meinen Videos zeigen. Ihr dürft einfach mal drauf loslegen. Fehler gehören dazu. Und wenn was schief geht, dann korrigiert man es eben. Habt einfach keine falsche Scheu. Dieses Hobby ist so vielfältig wie die Menschen darin. Und das ist doch das Schöne daran. Einfach loslegen, Spaß haben. Das ist das Geilste.
Für richtig gute, feine und glatte Kanten dann nochmal mit Schleifpapier drüber. Einfach ein kleines Stück abgeschnitten und los geht's. Eigentlich habe ich auch irgendwo so Schleifklötze. Die sehen so aus wie so Handseifen von früher. Und da wickelt man das Schleifpapier dann so rum. Da hat man auf jeden Fall mehr Grip, man hat mehr in der Hand. Ist einfacher. Es gibt da übrigens auch so Schleifschwämme in einem Stück. Die fand ich bisher bei immer Mist. Meist sind die viel teurer und die nutzen sich so schnell ab und dann hat man noch mehr Müll. Ja. Wie auch immer. Das mit dem Schleifpapier und einfach mit der Hand, es war anstrengend. Bei der Hitze, aber auch ohne die Hitze wäre es anstrengend gewesen. Auf der Anstrengungsskala würde ich sagen, 3-mal anstrengender als die Bearbeitung mit den Pfeilen. Dafür ist das Endergebnis natürlich auch mal viel besser. Man muss mit dem Finger oder der Handfläche, der Handinnenseite da drüber reiben können und es muss sich einfach gut anfühlen. Da darf nichts mehr raus sein, da darf natürlich auch nichts splittern. Das muss einfach sich sauber und ordentlich anfühlen. Und durch das Abschleifen der Kanten haben die Geländeteile dann später auch einen viel besseren Übergang zur Spielfläche. Das integriert sich einfach viel schöner. Die Bases werden nun meine Grundlage für ein paar zukünftige Videos sein. Könnt gespannt sein, was da so kommen wird. Hab da einiges mir überlegt. Einiges wird aber auch einfach während der Videos dynamisch entstehen. Das hier war jetzt einfach nur ein kurzes, relativ unspektakuläres Video. Aber da die Grundlage für die Geländeteile einfach die Bases sein werden, wollte ich jetzt das Videomaterial auch nicht einfach löschen, sondern einfach ein kleines Video draus machen. Vermutlich für die meisten nichts Neues dabei gewesen, aber vielleicht hat es ja doch jemandem was gebracht. Wenn ihr nun gespannt seid, was ich mit den Bases so anstellen werde, dann freut euch schon mal drauf, seid gespannt, abonniert am besten den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Lasst mir gerne ein Like da, das hilft mir sehr und bis zum nächsten Mal.